Hallo allerseits und damit herzlich willkommen zum heutigen Video. Vor uns steht der kleinste der Makita Akku Rasenmäher und zwar der Makita DLM 380. Das Gerät ist natürlich schon nun eine ganze Weile auf dem Markt. Trotzdem habe ich mir gedacht, nehme ich mir einmal die Zeit und mache noch ein kurzes Review, um zu sehen, wie der Rasenmäher performt bzw. was er alles bietet. Also, bevor es losgeht, jetzt noch schnell diesen Kanal kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Der aktuellste Preis von dem Rasenmäher ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Dann würde ich sagen, los geht's! Ja, so sieht er nun genau aus, der Makita Akku Rasenmäher DLM 380. So wie er hier vor uns steht, kommt er natürlich nicht zu euch nach Hause, sondern solide verpackt in einem Pappkarton. Entsprechend muss der Rasenmäher nun fertig montiert werden. Würde ich sagen, schauen wir uns den Aufbau, welcher eigentlich sehr simpel ist, noch einmal kurz an. Ja, so sieht das Paket aus, wenn ihr den DLM 380 nach Hause geliefert bekommt. Relativ kompakt und lediglich 16 Kilo ungefähr bringt das Paket auf die Waage. Auf der Oberseite bzw. auf den Seiten ringsherum finden wir entsprechend die prägnantesten Informationen, wie zum Beispiel die Mähbreite von 380 mm, dazu aber später mehr. Auf der Seite noch einmal extra draufgeklebte Bruchgefahr, damit der Rasenmäher auch während des Transports keinen Schaden nimmt. Wahrscheinlich ist dies die Konsequenz, wenn er zu 99% aus Plastik besteht, aber wir werden sehen. Ein Blick in den Lieferumfang zeigt, wie vorhin gesagt, hier wurde wirklich mitgedacht, denn der Inhalt ist systematisch sortiert, sodass hier möglichst viel reinpasst. An der Seite finden wir wie gewohnt die Bedienungsanleitung bzw. auch hier gleich eine neue Werbebroschüre, wovon man zwar schon 100.000 herumliegen hat, aber na gut. Obendrauf dann der 40 Liter Gras-Auffangkorb und darin gleich mit verstaut die Schutzabdeckung für die Akkus. Und last but not least der Rasenmäher bzw. eine kleine Tüte an Zubehör. Und wie wir sehen, ist der Rasenmäher schon größtenteils montiert. Hier die Stangen für den unteren Handgriff sind bereits montiert. Wir müssen also lediglich den oberen Handgriff hier noch anbringen. Dazu gibt es, wie bereits gesagt, hier aus dem Lieferumfang 2 Bolzen bzw. 2 Befestigungsmuttern, mit welchen wir nun den Handgriff anbringen. Ich glaube, hier braucht man eigentlich nicht allzu viel sagen. Durchstecken, festschrauben und fertig. Damit das Kabel selbst auch etwas Halt findet, gibt es hier noch einen kleinen Plastikclip. Diesen klicken wir hier an dem Handgriff ein und damit ist das Kabel befestigt. Und zuletzt die Schutzabdeckung durch die beiden Pins hier vorne einrasten lassen und damit ist der Rasenmäher einsatzbereit. Entsprechend haben wir gesehen, dass der Aufbau des gesamten Rasenmähers sehr simpel ist. Jedoch gibt es eine Menge Details, welche wir uns nun anschauen werden. Angefangen mit dem Äußerlichen fällt auf, der Rasenmäher ist natürlich sehr kompakt. Also wir haben hier einen Rasenmäher eher für Kleingärten. Das Gehäuse besteht, wie man erkennen kann, zu 90% aus Plastik. Jedoch war ich hier sehr überrascht, denn dieses ist wirklich sehr robust und die Verarbeitungsqualität lässt wirklich nicht zu wünschen übrig. An den Seiten ist das Plastik noch einmal gut verstärkt, sodass dieses nicht zu schnell brechen wird. Trotz der verwendeten Materialien inklusive 2,5 Ampere-Stunden Akkus bringt der Rasenmäher immerhin schon 15 Kilogramm auf die Waage, also hier war ich schon etwas überrascht. Auf der Oberseite finden wir dann hier noch einen kleinen Handgriff mit angenehmem Muster. Dieser dient dann zum Tragen des Rasenmähers im eingeklappten Zustand. Der Rasenmäher ist jedoch eigentlich nicht dafür ausgelegt, getragen zu werden, sondern zum Schieben. Dafür finden wir hier an der Seite die 20 Zoll großen Alufelgen. Nein, Spaß. Natürlich haben wir hier komplette Kunststoffräder, die sich jedoch sehr angenehm drehen lassen. Entsprechend ist das Schieben des Rasenmähers auf Rasenflächen ebenfalls sehr angenehm und nicht unbedingt schwer. Ein Antrieb gibt es bei dieser kleinen Version natürlich nicht. Dafür ist immer noch Muskelkraft nötig. Auf der Oberseite dann die für uns zugängliche Elektronik und zwar der Akkuschacht für die beiden 18 Volt Akkus. Diese verbergen sich wie auch bei anderen Rasenmähern unter dieser getönten ABS-Kunststoffabdeckung. Geöffnet wird die Schutzabdeckung durch diesen kleinen Mechanismus hier hinten. Dieser ist mit einer Feder gespannt und kann damit nach hinten gezogen werden, um die Schutzabdeckung hier aufzuklappen. Was noch auffällt, ist, dass die Schutzabdeckung so konzipiert ist, dass diese nicht von alleine offen bleibt. Denn wir haben hier keinen Mechanismus oder ähnliches, sondern diese klappt immer wieder von alleine zu bzw. rastet dann automatisch wieder ein.
Darunter, wie wir bereits gesehen haben, die beiden Schächte für die 18 Volt Akkus. Ich persönlich empfehle hier stets größere zu nehmen, also 3 Ampere-Stunden aufwärts, damit wir hier auch genügend Power am Ausgang haben. Die Akkus werden, wie man es auch von anderen Werkzeugen gewohnt ist, einfach hier eingeschoben und rasten dann automatisch ein. Nicht zu vergessen ist dieses kleine Teil hier, und zwar der sogenannte Sicherheitsschlüssel. Dieser stellt quasi nur eine Brücke zwischen den beiden Kontakten hier unten her, sodass der Rasenmäher anschließend funktioniert. Wenn der Schlüssel nicht eingesteckt ist, wird der Rasenmäher auch nicht funktionieren. Auf der Rückseite der Schutzabdeckung bzw. eher zum Anwender hin gibt es dann noch diese kleine LED-Anzeige. Diese repräsentiert nämlich den Akkustand bzw. eher das nahe Lebensende des jeweiligen Akkus. Sobald ein Akku stark an Kapazität verloren hat, beginnt die jeweilige LED zu blinken, bzw. sobald der Akku leer ist, leuchtet diese komplett rot. Spätestens dann ist es Zeit, die Akkus zu wechseln. Weiter geht es mit dem Handgriff auf der Oberseite. Dieser ist mit einer Höhe von ungefähr 105 cm vom Boden aus angenehm hoch, also man kann den Rasenmäher hier angenehm bedienen, ohne sich bücken zu müssen oder ähnliches. Auch die Balance ist meiner Meinung nach ganz in Ordnung, also man kann hier mit wenig Druck den Rasenmäher vorne hochheben, um diesen zu wenden oder umzupositionieren. Am Handgriff selbst finden wir dann, wie bei jedem anderen Rasenmäher auch, einmal diesen dünnen Bügel hier komplett in Rot, welchen wir für die Aktivierung gedrückt halten müssen. Beziehungsweise hier an der Seite den Knopf zum Aktivieren. Bevor wir aber nun anfangen können zu mähen, müssen wir erst einmal die Schnitthöhe einstellen. Dafür finden wir hier auf der linken Seite diesen kleinen Verstellhebel zum Einstellen der Schnitthöhe. Insgesamt 6 Stufen bietet dabei der kleine Rasenmäher von 25 bis maximal 75 mm. Was mir jedoch persönlich gar nicht gefällt, ist hier dieser Mechanismus bzw. der Hebel für die Höhenverstellung. Denn wenn man die Höhe nun verstellen möchte, muss man diesen kleinen Plastikhebel hier nach hinten drücken und hat dabei das Gefühl, dass man diesen aus Versehen abbricht. Das Prinzip der Verstellung ist dabei an sich relativ gut, jedoch ist dieser Plastikhebel hier meiner Meinung nach fehl am Platz. Auf der Unterseite des Rasenmähers dann entsprechend das verbaute Sichelmesser mit einer Breite von 380 mm. Eine Schnittbreite also von 38 cm. Wie gesagt, der Rasenmäher hier ist für Kleingärten gemacht und dafür sind die 38 cm auch ausreichend. Zum Demontieren liefert Makita hier noch gleich einen 13 mm Schlüssel mit, sodass wir hier die Schraube lösen, das Messer wechseln bzw. auch schärfen können. Der Auswurf des Schnittguts erfolgt anschließend nach hinten in den Fangkorb, bzw. auch wenn wir diesen weglassen, wird das Ganze nochmal gemulcht und anschließend auf den Rasen wieder aufgebracht. Der nun angebrachte Fangkorb ist mit einer Größe von maximal 40 Liter bemessen und ist damit eigentlich schon ziemlich klein. Jedoch, wie gesagt, für Kleingärten genügt dieser Fangkorb auf jeden Fall. Eingehangen wird der Fangkorb durch diese beiden Kunststoffnasen, sodass dieser auch wirklich bei jedem Versuch sicher einrastet. Der Fangkorb besteht in diesem Zusammenhang nicht komplett aus Kunststoff, sondern aus Stoff, was den Vorteil hat, dass wir diesen hier zusammenfalten können, um den Rasenmäher noch einfacher zu verstauen. Wodurch der Rasenmäher im zusammengeklappten Zustand wirklich sehr wenig Platz einnimmt. Ein kleines Detail, bevor wir nun in den Praxistest gehen, gibt es noch zu erwähnen, und zwar die Klappe hier auf der Oberseite des Fangkorbs. Diese zeigt uns nämlich nun an, wie voll der Fangkorb wirklich ist. Denn wenn die Klappe nach oben steht, also noch Luft rauskommt, ist hier noch Platz in dem Fangkorb und wir können weitermähen. Sobald die Klappe jedoch nicht mehr offen ist, da keine Luft mehr raus kann, ist der Fangkorb also nun voll. Der Nachteil, wenn die Klappe dann einmal zu ist, ist der Fangkorb mit Sicherheit schon bis Anschlag voll und der Rasenmäher hat schon etwas Gras auf der Rasenfläche liegen gelassen. Nichtsdestotrotz werden wir uns aber nun einmal den Rasenmäher in der Praxis anschauen. Und damit ab geht's in die Praxis. Hier beide 5 Ampere-Stunden Akkus sind vollgeladen, sodass wir aus dem Rasenmäher auch die maximale Leistung rausholen können. Also damit zurück in den Rasenmäher und los geht's. Hier ein kurzer Check, der Rasen ist ungefähr 5 bis 6 cm hoch, nach links wird er entsprechend höher auf die 7 bis 8 cm. Beginnen wir also mit der 4. Stufe 50 mm, also sozusagen die Spitzen von dem Rasen. Und wir prüfen einmal das Ergebnis, wir sehen sauberer Schnitt und kein Gras, was auf der Wiese liegen geblieben ist. Weiter geht es mit der nächsten, und zwar der 3. Stufe 42 mm. Auch hier an sich keine Probleme.
Der Rasenmäher lässt sich wirklich sehr leicht schieben und die Geräusche mit 91 Dezibel akzeptabel. Und hier ein kurzer Schnitttest. Auch hier ein sauberer Schnitt und kein Gras, was auf der Wiese liegen geblieben ist. Die nächste Stufe, und zwar die zweite mit 32 mm. Außerdem die letzte im Test. Und wir sehen, der Rasenmäher hat etwas mehr zu kämpfen auf der ungefähr 50 bis 60 mm hohen Grasfläche. Aber ansonsten, wir sehen auch hier ein solider Schnitt. Etwas Gras ist liegen geblieben, jedoch wirklich nur minimal, man sieht es hier ganz gut. Also wirklich keine Probleme, auch bei dieser geringen Schnitttiefe. Noch eins tiefer möchte ich in diesem Fall nicht gehen, da das Gras im Endeffekt sonst daran verenden würde. Und da dies nicht genug wäre, hier der Extremtest, dritte Stufe 42 mm auf extrem hohem Gras, ungefähr Kniehöhe, also sagen wir um die 60 cm mit relativ mäßigem Tempo und wir sehen kein Problem. Zweite Stufe 32 mm. Erste Stufe ist leider nicht mehr drin, wir sehen schon auch hier bleibt er an den ganzen Unebenheiten hängen, aber auch hier keine Probleme, sich auf 32 mm runtergemäht. Und ebenfalls ist hier nur sehr, sehr wenig Schnittgut liegen geblieben. Also ich bin wirklich überrascht, dass er hier sicher durchgekommen ist. Und damit Zeit für ein kleines Fazit. Wir haben gesehen, der Makita DLM 380 ist auf jeden Fall ein Akkurasenmäher für Kleingärten. Nichtsdestotrotz besitzt er eine gute Leistung und ist natürlich aufgrund der Größe extrem praktisch. Schnell mal irgendwo verstauen ist in diesem Sinne problemlos möglich. Auch haben wir gesehen, das Schnittbild ist wirklich in Ordnung und der Rasenmäher sammelt problemlos auch das ganze Schnittgut auf. Ein 40 Liter Fangkorb ist natürlich nicht unbedingt groß, aber ich kann es wie gesagt immer nur wiederholen, für Kleingärten absolut top. Und damit war es auch schon wieder mit diesem Video. Falls es dir gefallen hat, lass auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da und abonniere jetzt kostenlos diesen Kanal und die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Der aktuellste Preis von dem Rasenmäher ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für deine Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Tschüss.